Hallo Freunde, ich heiße Serge und Sie sehen sich hungrig meinen Kanal an. Sie denken nach, warum schauen Sie sich das an? Semmelbrösel, wer braucht sie? Alle. Das Kochen dauert maximum 10 Minuten, aber am Ende bekommen Sie ein Produkt, das besser als im Supermarkt ist. So, es gibt zwei Varianten, wie man die Semmelbrösel für verschiedene Gerichte machen kann. Los geht's! Erste Variante, kleine Semmelbrösel. Sehr einfach. Schalten Sie den Backofen bis 200 Grad Celsius und Konvektion-Modus. Schneiden Sie das Brot in kleine Stückchen. Je kleiner, desto schneller wird das Kochen sein. Aufs Backblech und backen. Ungefähr 10-12 Minuten. Ein kleiner Tipp, machen Sie Semmelbrösel gleich vor oder während des Kochens der Hauptspeise. Zum Beispiel, wenn Sie Cordon Bleu machen. Das ist mein Rezept, suchen Sie es auf meinem Kanal. Hungriger Mann. Das Brot soll hart werden, aber sich nicht verbrennen, deshalb rühren Sie es gelegentlich um. Wenn Sie helle Kruste brauchen, nehmen Sie es früher aus. Wenn goldbraune, später. Der einfachste Weg, Semmelbrösel zu machen, ist mit Hilfe des Mixers. Solche kleine Semmelbrösel, die wir bekommen, kann man für Cordon Bleu oder für Kiewer Kotelett benutzen, wenn man die Füllung zu speichern braucht. Diese Semmelbrösel schaffen eine dicke Schutzschicht. Das war der erste Weg. Die zweite Variante ist für solche Gerichte, die die großen, weichen, vielleicht luftigen Semmelbrösel brauchen. Zum Beispiel frittierte Hähnchenstückchen. So, der Backofen ist noch bei 200 Grad Celsius. Schneiden Sie die Kruste des Brotes ab. Nehmen Sie am besten weißes Brot. Es ist weich und luftig. Wir brauchen nur weiches Teil. Jetzt können Sie Brot raspeln oder noch einmal den Mixer benutzen. Schalten Sie ihn und achten auf die Größe der Stückchen. Auf Wunsch kann man ein bisschen getrocknete Kräuter dazugeben, getrockneten Knoblauch, Paprika, alles was Sie wollen. Dann aufs Backblech und 10-12 Minuten backen, bis sie golden werden. Vergessen Sie nicht umzurühren. Vergleichen wir. Hier sind Semmelbrösel aus dem Supermarkt. Alte, graue. Und hier sind hausgemachte, frische, knusprige, mit oder ohne Kräuter. Ohnehin sehr aromatisch. Wenn das Rezept Ihnen gefallen hat, Daumen nach oben. Und vergessen Sie nicht auf meinen Kanal zu abonnieren. Bis bald!